Im hohen Norden, dort, wo die Fjorde wie zerklüftete Wunden das Land durchziehen und der Wind die alten Lieder der Ahnen flüstert, lag das Dorf Hrafnheim. Es war ein Ort aus rauem Stein und wettergegerbtem Holz, von Rauch und Runen durchdrungen, wo der Himmel tief hing und die Erde den Männern ihre Härte lehrte. 7 Krieger lebten dort, keine gewöhnlichen Männer, sondern Brüder im Geiste, zusammengeschweißt durch Blut, Schlacht und Feuer. Sie trugen die Namen Björn Eisenhand, Einar der Flinke, Rurik Schädelspalter, Ulf der Stille, Ivar mit dem langen Blick, Sigrun, die Schildmaid und Thorgeir Runenzunge. Sie alle hatten den Eid der Treue zum Langhaus geschworen und teilten nicht nur Waffen, sondern auch Brot, Salz und Schicksal. Der Winter war nah. Das wusste man nicht durch Kalender oder Zählung, sondern durch das Verhalten der Tiere, das Schwinden der Sonne und die Art, wie der Atem zu Nebel gefror, selbst am Mittag. In Hrafnheim bedeutete Winter nicht nur Kälte, er bedeutete Hunger, Prüfung, Tod. Wie bereiteten sich die 7 vor? Im Spätsommer und Herbst begann das große Sammeln und Schlachten. Schweine wurden mit Eicheln gemästet, dann unter Gesängen geschlachtet. Ihr Fleisch wurde gepökelt, mit Salz aus den südlichen Handelsrouten oder in Rauch gehängt, tief im Bauch der Langhäuser. Fische, besonders Hering und Lachs, wurden getrocknet oder zu Graflachs fermentiert, zwischen Steinen vergraben, mit Kräutern und Salz bedeckt. Diese Vorräte waren nicht nur Nahrung, sie waren Überleben, konservierte Sonnenstunden in der Dunkelheit des Nordens. Die Rolle der Frauen war ebenso entscheidend. Sigrun, die Schildmaid, führte das Räuchern und Trocknen an, lehrte jüngere Frauen das Einkochen von Hagebutten, die Zubereitung von Dickmilch aus Schafsmilch und die geheimen Mischungen aus Moos, Pilzen und Wildkräutern, die in der kargen Zeit wie Gold galten. Doch selbst mit all dieser Vorsorge wussten die 7. Der Winter stellte Fragen, auf die nur Stärke, List und eine volle Speisekammer Antworten geben konnten. Die Dunkelheit kam nicht plötzlich, sondern wie eine träge alte Wölfin, schleichend, aber unerbittlich. In Hrafnheim wurden die Tage kürzer, bis die Sonne nur noch wie ein matter Funken über den Horizont glitt, bevor sie wieder verschwand. Der Winter hatte das Land umklammert, und mit ihm kam die Zeit der Entbehrung. Im Langhaus der 7 knisterte das Feuer ununterbrochen. Es war das Herz der Gemeinschaft. Es gab Wärme, Licht und diente als Herd für all ihre Mahlzeiten. Hier saßen Björn, Einar, Rurik, Ulf, Ivar, Sigrun und Thorgeir im Kreis. Ihre Schatten tanzten an den Wänden, während sie über alten Geschichten, künftige Raubzüge und die Jagd sprachen. Was aßen sie? An einem gewöhnlichen Wintertag bestand die Nahrung aus getrocknetem Fisch, geräuchertem Fleisch, altem Sauerteigbrot und Haferbrei mit Ziegenmilch. Manchmal kam noch ein Rest vergorener Beeren hinzu, ein bittersüßer Gruß vom Sommer. Besonders begehrt war der sogenannte Surr, ein säuerlicher Eintopf aus Ziegenmilch, grobem Brot und Fett, wärmend, sättigend, energiereich. Doch diese Vorräte reichten nicht für den ganzen Winter. Und so zogen immer wieder 2 oder 3 der 7 hinaus zur Jagd. Ulf der Stille war der beste Fährtenleser. Mit Rurik und Ivar ging er oft in die dunklen Wälder. Ihr Ziel? Rehe, Elche oder im besten Fall ein Wildschwein. Manchmal auch Hasen oder Vögel, mit Netzen oder Schlingen gefangen. Ihr Ertrag war ungewiss. Die Götter lenkten den Lauf des Wildes. Rationierung war lebenswichtig. Thorgeir Runenzunge führte ein Kerbholz, eine Art Buchhaltung des Essens. Jeder Krieger bekam seine Ration, morgens eine Schale Brei, mittags getrocknetes Fleisch, abends eine heiße Suppe, wenn möglich. Sigrun achtete darauf, dass die Vorräte gerecht und klug verwendet wurden. Kein Scherz, keine Nachsicht. Wer zu viel nahm, gefährdete alle. Und dann gab es noch die Rituale. Essen war für die 7 mehr als bloße Ernährung. Es war Verbindung zu ihren Göttern. Vor jedem Mahl legte Thorgeir ein Stück Fleisch ins Feuer, ein Opfer für Odin oder Freya.
Wenn das Fett knisternd in die Glut tropfte, sprach er Worte in der alten Sprache, während die Flammen emporschlugen. Für den Speerträger, den Blinden, den Einäugigen, gib uns Jagdglück und ewigen Mut. Oder für die Erdenspenderin, die goldene Frucht, schenke uns Brot in der Not. Sigrun bestand darauf, dass kein Tier ohne Dank geopfert wurde. Ein Tier stirbt nicht umsonst, sagte sie. Wir ehren es durch Achtung und durch das Teilen. Deshalb nutzten die 7 jedes Stück. Das Fleisch wurde gegessen, die Haut gegerbt, die Knochen zu Werkzeugen oder Runenstäben verarbeitet, das Fett eingeschmolzen für Lampen oder Salben. Und die Kinder? Einmal in der Woche kam eine Frau aus dem Dorf mit ihren 2 Jungen. Sie brachte selbstgebackenes Brot, erhielt dafür Fleisch oder Butter. Die Jungen saßen am Feuer, hörten Björns Geschichten und aßen mit gierigen Augen. Sie sahen in den 7 mehr als Männer. Sie sahen Krieger, Jäger, Helden. Doch auch Helden froren. Auch Helden litten. Und so saßen sie oft schweigend um das Feuer, kauten zähes Fleisch, blickten in die Glut und hofften, dass der Frühling kam, bevor die letzten Rationen versiegten. Der Winter wich langsam dem Frühling, und mit dem Aufbrechen des Eises kam Unruhe in das Herz der 7. Es war die Zeit der Entscheidung, zu bleiben oder zu segeln. Björn, der Älteste, stand eines Morgens am Fjord. Der Nebel kroch noch über das Wasser, doch in seinen Augen brannte bereits das Feuer des Aufbruchs. Die anderen kamen nach und nach dazu. Keine Worte waren nötig. Jeder wusste, was bevorstand. Ein neuer Raubzug. Doch wie überlebt man Wochen oder gar Monate auf dem offenen Meer? Ein Langschiff bot kaum Schutz, weder vor Regen noch vor Sonne. Zwischen den Ruderbänken lagen Fässer mit Wasser, Körbe mit getrocknetem Fisch, hartes Brot, Käse und Bündel aus geräuchertem Hammel. Alles war sorgfältig in Leinen oder Tierhäuten verpackt, gegen Feuchtigkeit und Schimmel geschützt. Der Reiseproviant war einfach, aber energiereich. Getrockneter Stockfisch, hart wie Stein, musste vor dem Essen eingeweicht oder zerkaut werden. Hartes Fladenbrot, gebacken ohne Hefe, konnte monatelang halten Käse aus Ziegenmilch. Salzig, eiweißreich, oft schimmelig, aber essbar getrocknete. Beeren, eine kleine Süßigkeit und Vitaminquelle. Met oder Dünnbiere, alkoholarm, aber sicherer als Wasser, das leicht verdarb. Honig und Nüsse, wenn verfügbar, Luxusgut für besondere Tage. Die größte Herausforderung war das Trinkwasser. In Fässern mit Harz versiegelt, wurde es bei langen Fahrten schnell muffig. Die Männer lernten, mit wenig auszukommen, oft nur ein paar Schlucke am Tag. Fischen unterwegs? Ja. Wenn das Wetter es zuließ, senkten sie Haken mit Fischstücken über Bord. Makrelen, Heringe oder auch gelegentlich ein Seehund wurden so erlegt. Einar war der geschickteste Fischer. Wenn er ein Tier fing, sang er alte Verse. Fisch des Meeres, Blut der Tiefe, komm ans Licht für Männer in Not. Kochen auf dem Schiff war gefährlich. Offenes Feuer war ein Risiko. Nur bei ruhiger See wagte man, ein kleines Kohlebecken zu entzünden, um Suppe zu kochen oder Brühe aus Fischresten zu machen. Meist aßen sie kalt und trugen das Feuer in sich. Doch Nahrung war nicht nur Nahrung. Vor der ersten Fahrt jedes Jahres versammelten sich die 7 am Ufer. Thorgeir zeichnete mit Blut eine Rune in den Sand, ein Opfer für Ägir, den Meeresriesen, und Ran, seine Frau, die Ertrunkene in ihren Netzen fing. Ein Stück Brot wurde ins Wasser geworfen, ein Streifen Fleisch auf ein flaches Steinbrett gelegt. »Nimm und gib uns Wind«, sprach Thorgeir. »Nimm und gib uns Tod, aber nicht heute.« Wenn ein Mann starb, wurde sein Becher geleert. Für seine letzte Reise. Seine Ration wurde unter den Überlebenden aufgeteilt, oft schweigend, oft mit einem Blick zum Horizont. Und wenn die Beute kam, nach erfolgreicher Plünderung, Silber, Felle, Sklaven oder Getreide, war das Erste, was sie taten: kochen.
ein Fest auf fremdem Boden. Die Nahrung des Feindes wurde verzehrt, ein Symbol des Sieges. Ulf trug immer ein kleines Kräuterbündel bei sich. Thymian, Bärlauch, Dill, um auch das einfachste Fleisch schmackhafter zu machen. Ein guter Magen kämpft besser, sagte er. Im Norden war Essen niemals bloß Mittel zum Zweck. Es war Gabe, Prüfung und manchmal Offenbarung. Wenn sie nach Wochen auf See heimkehrten, erschöpft, gezeichnet von Wind und Wunden, dann geschah das erste Mal auf festem Boden nicht laut, nicht ausgelassen, sondern still, fast feierlich. Man aß gemeinsam, oft schweigend. Und zu Beginn des Mahls wurde stets ein Stück des Besten ins Feuer gelegt. Für die Ahnen, murmelte Torgeir und warf ein Stück Fleisch in die Glut. Für Freyr, der das Korn wachsen lässt. Für Thor, der uns durch den Sturm geführt hat. Zu besonderen Festen, Jul, das Wintersonnenwendfest oder Alfablot, das Fest der Ahnen, bereitete man besondere Speisen vor. Ulf, der Kräuterkundige, sammelte in der Nähe des Langhauses seltene Wurzeln und würzte das Wildbret mit Bärlauch und Zwiebel. Der Braten wurde auf offener Flamme zubereitet, daneben kochte eine Suppe aus Kohl, Steckrübe, Zwiebel und Knochenmark. Vor dem Essen wurde getrunken, nicht aus Durst, sondern aus Respekt. Ein Horn voller Met wurde dem Götteraltar gewidmet. Dann trank jeder aus demselben Horn, ein heiliger Kreis. Wer das Horn ablehnte, beleidigte nicht nur die Gemeinschaft, sondern auch die alten Götter. Die Frauen, Mütter, Töchter, Schwestern bereiteten die Speisen, sangen währenddessen alte Lieder. Brot für die Lebenden, Blut für die Götter, Met für die Toten, Fleisch für das Schwert. Essen war Teil des Rituals des Lebens und Todes. Wenn ein Kamerad fiel, wurde er nicht ohne Mahl beerdigt. Neben seinem Körper wurde ein gebratenes Stück Fleisch gelegt, dazu ein Brotlaib, ein kleines Messer und ein Trinkhorn. Für seine letzte Reise nach Walhall. Blutgrütze, Blutkraut, aus Tierblut und Gerste. Nur zu besonderen Anlässen. Symbol für das Opfer an Odin. Götterbrot, Godakaka. Fladenbrot mit Kräutern und Asche aus dem heiligen Herdfeuer. Met Emjöder, Honigwein. Trank der Dichter, Krieger und Seher. Seelensuppe, Salasupa, aus Markknochen, Kräutern und Resten des Erlegten. Nur gekocht nach einem Todesfall. Manchmal fasteten die 7, bewusst. Vor einer großen Schlacht 3 Tage kein Fleisch, kein Alkohol, kein Salz. Nur klares Wasser und Wurzeln. Ein leerer Bauch ruft den Geist klarer, sagte Björn. Ein reiner Magen bringt den Segen Odins. Nach der Schlacht, wenn das Blut noch frisch war und der Boden bebte vom Hufschlag der Vergangenheit, dann tranken sie. Viel, nicht aus Freude, sondern um zu vergessen oder um sich zu erinnern. Es heißt, dass der Jüngste unter den 7, Ivar, eines Nachts fastete, 7 Tage lang. Er wollte ein Zeichen der Götter. Am 8. Tag fand er ein Reh mit schwarzem Geweih. Er tötete es nicht, sondern folgte ihm. 3 Tage durch den Nebel. Am Ende kam er zurück, mit einem neuen Lied auf den Lippen. Ein Lied, das keiner kannte, aber alle erkannten. Essen war nicht nur Nahrung. Essen war eine Brücke zwischen Leben und Tod, zwischen Mensch und Gott, zwischen dem Jetzt und dem, was nie vergeht. Viele Jahre später waren die 7 nur noch Geschichten. Aber in einem abgelegenen Dorf an einem Fjord, dort wo der Nebel früh kommt und spät geht, hängt noch heute ein geschnitztes Brett über dem Herdfeuer. Iss wie ein Krieger, teile wie ein Bruder, opfere wie ein Gläubiger, stirb wie ein Nordmann. Und in manchen Winternächten, wenn das Eis auf dem Dach knackt und der Met süßer schmeckt als sonst, sagen die Alten, man höre Schritte. 7 Paar. Die 7, hungrig, heilig.